Fast die Hälfte von allen Jugendlichen in der Schweiz sind schon mal online sexuell belästigt worden. Es sind 28% mehr als noch 2014. Das zeigt die James Focus Studie von 2022. Hinter diesen Zahlen sind echte Geschichten und klare Mechanismen. Cybergrooming und Sextortion. Cybergrooming bedeutet, Erwachsene suchen online über Chats, Social Media oder Games gezielt durch Kontakt zu Kindern oder Jugendlichen. Mit Kompliment oder gespieltem Verständnis bauen sie das Vertrauen auf, um dann später intime Fragen zu stellen oder sogar ein Treffen zu erzwingen. Und genau da stellt sich die Frage, wie können Eltern und Erziehungsberechtigte Kinder vor dem schützen? Genau um das geht es in unserem virtuellen Elternabend am 18. November auf die 8. Mehr Infos dazu findest du auf dem Swisscom Campus. Aber als allererstes rede ich mit der Regula Bernhard-Hug, Leiterin von Kinderschutz Schweiz, darüber. Sie engagiert sich aktiv für das Thema und weiss, wie man Kinder und Jugendliche darauf anspricht. Wie soll man Kinder und Jugendliche über das Thema Cybergrooming aufklären? Ein Kind, das ein Smartphone hat, das wird auch sehr schnell damit konfrontiert, dass es da die Apps gibt, wo man sich selber verjüngen kann oder sich selber älter machen kann. Ich würde genau dort einsteigen und sagen, ja, siehst du, so wie du jetzt hier nicht mehr wie 10 aussiehst, sondern wie 20 aussiehst, können auch Erwachsene, ältere Leute daherkommen, als wären sie 10, als wären sie deine Freunde, als würden sie auch Fußball spielen, als wären sie eigentlich jemand aus deiner Nachbarschaft sozusagen, und sie sind es aber nicht. Und sie kommen und wollen einfach, dass du möglichst mit ihnen irgendetwas teilst. Das kann sein Informationen, wo du wohnst, Bilder, dass sie herausfinden wollen, wer deine Freunde sind. Diese Sachen darfst du einfach grundsätzlich nicht ins Internet stellen. Ich glaube, ich würde so mit einem jungen Kind über Cybergrooming reden, gar nicht darauf eingehen, dass die Personen schlussendlich das Kind kontaktieren zu sexuellen Zwecken. Immer öfter werden Kinder und Jugendliche auch Opfer von Sextortion. Also Erpressung mit intimem Bildmaterial. Einmal Vertrauen geschenkt und einmal ein Bild oder Video verschickt und plötzlich entsteht daraus ein massiver Druck und Ausbeutung. Sextortion setzt sich zusammen aus Sex und Extortion, dem englischen Wort für Erpressung. TäterInnen fordern Geld oder weitere Bilder und drohen sonst alles an Freunde, Familie oder sogar Lehrpersonen zu schicken. Am besten ist es also, wenn man gar nie Bildmaterial verschickt. Wenn es passiert und du erpresst wirst, kann Take It Down via clickanstop.ch weiterhelfen. Alle Infos zum Tool findest du in der Beschreibung. Man kann eine Meldung über clickanstop.ch erfassen, anonym, gratis und weltweit. Und so funktioniert es. Mit der Meldung wird ein einzigartiger digitaler Fingerabdruck, ein sogenannter Hash, erstellt. Plattformen wie Meta, TikTok, Pornhub und viele andere prüfen laufend, ob jemand diesen Hash brauchen will. Wenn ja, wird der Inhalt automatisch entfernt. Für die Meldung braucht es nur wenig persönliche Informationen und du bekommst eine V-Nummer, um zu sehen, wie es weitergeht. Und das Wichtigste, Betroffene bekommen Kontrolle zurück und ihr Bildmaterial verschwindet aus dem Netz. Vor allem Mädchen sind betroffen. In der James Focus Studie von 2024 geben 50% der Mädchen an, dass sie schon mal von einer fremden Person aufgefordert wurden, intime Fotos zu verschicken. Cybergrooming und Sextortion sind schon lange kein Randproblem mehr und sie betreffen unsere Kinder direkt. Darum redet mit euren Kindern und klärt sie auf. Wertvolle Tipps bekommt ihr in unserem nächsten Online-Elternabend am 18. November auf die 8. im Swisscom YouTube-Livestream oder auf bluezoom.de. Schaut euch dazu!